Wetter ist so, aber wir wollen trotzdem eine Runde Richtung Süden fahren. Nach Gilloch, ich zeige es euch auf der Karte. Gilloch Head oder nach Tabat, 180 bis 200 Kilometer. Das Wetter soll sich verbessern über den Tag. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß jetzt beim Mitfahren. Ja, wenn es gleich mehr zu sehen gibt, mache ich wieder an. Ne? Alle anderen sind schon soweit fertig. Ein paar Sekunden später. Also im Laufe des Tages soll das Wetter wieder ein bisschen besser werden. Tag 8 unseres Abenteuers. So ungefähr, genau. Also unser gemeinsames Abenteuer. Ja, und heute fahren wir mal in die andere Richtung. Grobe Richtung Tarbert. Aber das hängt vom Wetter ab, ob wir da ganz runterfahren oder nicht. Wir fahren auf jeden Fall Richtung, Klaus, wie heißt Loch Gilpet, wenn ich mich nicht täusche. Loch Gilpet. Genau. Wir werden auf jeden Fall so eine, also entweder fahren wir die kleine Runde, die 180 Kilometer Runde, oder wenn wir noch nach Tarbert runterfahren, dann kommen nochmal 2x25 dazu. Da sind wir dann bei 230. Also ist das jetzt quasi die Strecke, die wir am ersten Tag gefahren sind, bei der Anreise? Ralf, ich verstehe, von dir kommt nur abgehackt an. Genau, auf jeden Fall geht es jetzt in 6,3 Kilometer, müssen wir rechts abbiegen. Und dann werden wir heute mal uns überraschen lassen, was wir erleben werden. Das Wetter wird, wenn wir Glück haben, so bleiben, wie es jetzt ist. Es wird hier irgendwie nicht weggeweht. Aber dieses Wolkenspiel, Ja. hell und dunkel, Ja, das ist ja so, also ein strahlend blauer Himmel wäre eher langweilig gegen das, was uns jetzt geboten wird. Das ist schon geil. So, hier sind wir letzten Freitag in die andere Richtung gefahren. Das war dann schon relativ spät am Abend. Und hier auf dieser Fahrbahn standen sie so geschätzt auf 12 Kilometer. Und ihr werdet gleich sehen, wo wir da rauskommen. Das war letztlich eine Ortsdurchfahrt mit einer Ampel vor einer Brücke in Inverarray. Da ist eine alte Steinbrücke auf der offiziellen Hauptstraße und da ist eine Wechselampel. Da hat sich das zurückgestaut hier. Aber strahlender Sonnenschein. Ja, heute ist wirklich der Weg das Ziel. Wenn Jackie und ich uns recht erinnern, war die Tour ganz schön. Zumal hier sehr wenig Verkehr ist. Weil wir ja abseits der Hauptrouten fahren. Und in Inverarray, da biegen wir rechts ab. Und grobe Richtung Tabat. Wenn uns der Weg dahin gefällt, wir Zeit haben, das Wetter gut ist, fahren wir vielleicht bis Tabat. Sonst biegen wir wie vorhin schon gesagt und gezeigt, in Gillochpet
heißt das, glaube ich. Dann ab wieder Richtung Norden. Ja, nochmal kurz was zu den Straßen hier. Das kann man vielleicht oder hoffentlich hier sehen. Ich habe zwar die Scheibe oben, aber der Grip auf den Straßen ist richtig gut. Ab und zu liegt mal ein bisschen Dreck drauf, aber die Straßen sind echt fantastisch hier. Ja, nicht zu vergessen diese Baustelle hier, aber die war am Freitag spät abends war die nicht in Betrieb. Das heißt, die hatten alles weggeräumt hier. Sonst wäre es wahrscheinlich noch viel schlimmer gewesen mit dem Stau. Wir kommen jetzt gleich nach Inverarray und diese Parkanlage gehört schon zu dem schlossähnlichen Anwesen. Ich weiß nicht, wie man sowas wirklich nennt. Als das ein Schloss ist es nicht, es ist mehr so ein größerer Landsitz. Und gleich mal sehen, ob wir einen Blick erhaschen. Inverarray. Na, wie viele Whiskys habt ihr denn schon getrunken heute Morgen? Noch nicht genug. Noch nicht Um das genug. richtig lesen zu können, noch nicht genug. Wow, guck mal. Hier sind wir Es war die doch Straße, gefahren. die wir gekommen sind, genau. aber in der anderen Richtung. Links ist die Ja. Brücke. Nichts anderes Ja. behauptet. Genau, wir sind von da gekommen. Dann Aber da war dieser- doch die Baustelle noch nicht. Nee, die Baustelle war da noch nicht, Nee. oder? Nee. Doch. Nee. Doch, sie war weggestellt, Die richtig. Die war weil beiseite wir da am geräumt. Wochenende gefahren sind. Genau. So, hier ist das alte Gerichtsgebäude, mittlerweile ein Andenkenladen. Und hier gibt es ein Gefängnismuseum. Brambles of Inverarray. Inverarray, ja. Ich habe immer wieder Schwierigkeiten mit dem Namen dieses Ortes, aber es heißt so. So, hier links ist das Gefängnis. So, Wir sind letztes Mal auch von da Ja, lang rumgefahren. gefahren. Auch schön, ja. Nicht schlecht, ne? Gibt schlimmere Ecken. wir hatten in den letzten Tagen immer wieder, ich nenne sie schottische Momente, so insbesondere so Kontakt zu den durch die Bank netten Leuten hier. Wir haben im Kilchurn Castle gestanden und dann parkt direkt neben uns ein älterer Herr mit dem Fahrzeug von Scottish Water. Der ist dann erstmal zur ortsansässigen Bude gegangen und kam mit zwei Handteller großen Steaks im Brötchen zurück und meinte dann zu mir, könnte er sich auch nicht immer leisten. Und hatte dann jedes dritte Wort war dann irgendwie ein eingebaut. Also es war sauteuer. 7,99 so ein Steakbrötchen. Und
Wir unterhielten uns dann, er fragte dann, wo wir herkämen. Und hat uns dann, als er dann einstieg, gute Fahrt gewünscht und gutes Wetter. Nicht um die Engländer für dieses Wetter verantwortlich zu machen. Ich gebe es jetzt mal nicht im Auto wieder. Aber die Engländer waren aus seiner Sicht dafür verantwortlich, dass hier immer so ein Mistwetter ist. Ja, als er dann losfahren wollte, kurbelte er die Scheibe dann runter und er war ja, wie gesagt, von Scottish Water, fragte uns, ob wir noch eine Flasche Wasser haben wollten. Und wir hatten aber was dabei und ja, das sind so die Momente, die ich besonders klasse finde, wenn man einfach mit den Leuten mal so ins Gespräch kommt. Wobei bei dem Herrn musste ich mich wirklich anstrengen, weil der mit einem extremen, für mich zumindest, extrem schottischen Akzent sprach. Oh, Artie, if he was a wee bit closer, I could lob a caber at him, kin. It's just no fair making his respect for the hand of the Queen. It doesn't win to nip it yet. Ich habe dann nur jedes dritte Wort verstanden, aber das war klasse, das war echt klasse. Ja, von diesen Straßen, sieht immer ganz witzig aus, diese Kreuzungsanzeige. Diese Straßen gibt es hier wirklich einige. Viele Kurven, rauf, runter geht's. Und dann solche Landschaften. Also falls jemand von euch überlegt, mal hierher zu fahren, sich aber nicht sicher ist, ob er das wirklich machen soll, macht es einfach. Aber wir sind jetzt schon das 3. Mal in Schottland und es ist immer wieder klasse. Und man hat hier echt seine Ruhe. Schatz, hier haben wir auch mal gestanden, weißt du das noch? Das meinst du aus? Ja. Mal auf Foto machen. Tja, wir fahren jetzt nach Tabard, schreibt sich mit R übrigens vorne, also T-A-R-B-E-R-T, und werden uns da dann mal einen Augenblick aufhalten, schauen, ob das Café, das wir vor 5 Jahren da gesehen hatten, ob das noch auf hat, weil wir haben auf der anderen Seite Zeit, es ist gerade 12:30 erst, also Zeit haben wir genug. Unabhängig mal von dem nächsten Lidl-Besuch. Und das hätten wir verpasst. Hier müssen wir auch wieder zurück, wa? Genau. Ja. So eine Katastrophe, ey. Das gibt's gar nicht. Nächste Fischfarm. Jo.
Ist da Jahrmarkt oder was ist da? Das sieht so Da sind vollgepoppt aus. irgendwelche Zelte aufgebaut. Das Rubbel. Also auf der Seite sollten wir mal irgendwie versuchen zu halten. Da wo die Zelte sind, links. Ja, wenn's, Ja, du guckst einfach, wenn's geht. wo du Parkmöglichkeiten Genau. findest. Okay. Wir können ja auch ein paar Meter zu Fuß laufen. Ja, das stimmt. Ich hab jetzt noch für uns haben die den Rubbel aufgebaut. Da stehen So. vorne zwei Motorräder. Guck mal, ob es da geht. Ja. Hier vorne schon. Weil da, wo wir geparkt haben, stehen die Karussells. Ja, da geht's nicht, ne? Was ist denn hier? Was ist disabled? Also hier dürfen wir nicht parken. Ein Stück weiter, da wo der Weiße steht, darfst du da parken? Oder hier der Kommt jetzt Schwarze? gerade einer raus? Mit so einer Fischkiste. Aber hier ist doch, wo wir stehen, ist doch kein Parkplatzverbot. Hier, komm hier, Herr Pritze. Peter, hier. Hier ist nicht. Wo ist hier? Klar, ich möchte so gern wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen hier und da? Sollen wir es ihm sagen? Warum nicht? Helfen wir dem Kleinen. Ich bin da, Nein, jetzt bist du nicht da, jetzt bist du hier. ich bin da. Nein, Hinter. Hier ist hier. Steig mal ab. Absteigen. Soll ich absteigen? Ja, mach mal bitte. Hier ist nichts verboten. Genau. Stehe ich hier vor einer Einfahrt? Was ist denn das? Nee, das ist so eine Pforte, Gartenfort oder was. So, das war Jetzt steht unser Bulli noch zu Hause. Tabbillard. Das war er doch gerade gar nicht, oder? Habt ihr nicht grau unten? Ja, haben wir Ja, auch. konnte ich von vorne nicht sehen. Ah, So, das war Tabat ohne Imbiss. War denn das Café noch da? Ja, Okay. aber konntest halt nicht parken, weil die ganzen Kinder standen. Ja, da war Volksfest, ne? kommt so eine Sonne raus, gibt's ja gar nicht da. Ja. Ja, Tabat raus und die Straße ist jetzt trocken. Aber das macht so einen hellen Spaß, hier zu fahren. Auch wenn ich mich jetzt, ich glaube, zum 20. Mal wiederhole. Gott sei Dank ist das nächste Woche vorbei, du. Ich halte das hier nicht mehr länger aus. Okay. Eine Ecke nicer wie die nächste. Ja, das hat was von Norwegen, das stimmt schon. Also das ist da eigentlich genauso. Da fährst du den ganzen Tag, kannst du da am Wasser entlang fahren. Ja, jetzt habe ich doch mal eben die Scheibe runtergedreht. Weil ich glaube, ich komme mit der Kamera nicht so ganz über die Kante, wenn ich...
Polizei, die Polizei. Es sind keine. Die hören ab. Es sind auch keine Hochlandrinder. Ne, Ging normal. das hätte ich angehalten. Ja, wäre ich dabei gewesen. Das stimmt. Boah. Gut getrunken auch. Links fahren. Und sie lächeln auch noch. Siehst du irgendwo eins mit schwarzem Kopf? Ja. Hier, rechts, rechts. Halt, Was? Anhalten. Willst du ein Foto machen oder was? Heike möchte ein Foto haben. Willst du ein Foto machen, Schatz? Jetzt geht das Schaf weg. Nee, ich hab das, Jetzt fahr hau- du mal weg. Jetzt hauen die kommt's Viecher dann ab. wieder. Aber richtig schwarze Köpfe. vielen Dank. Jetzt brauchen wir nur noch Hochlandrinder. Wir kommen jetzt gleich an einen See. Oh, Wird ja So, auch mal mal wieder ein bisschen kalt. runter von der Hauptstraße. Den Ja, und ich werde gleich mal versuchen, wenn wir nach oben kommen, 4 Karten zu bekommen, um am Dienstag nochmal rüber zu setzen. Mit allem Mann, weil das lohnt sich wirklich. Also, mal abgesehen von der 45 bis 60 Minuten Fahrt mit der Fähre, lohnt sich die Insel. Und wer unsere Videos von 2020 gesehen hat, der hat gesehen, dass wir mit der Insel, Jackie und ich zumindest, mit der Insel noch eine Rechnung offen haben. Da sind wir nämlich nur halb rumgekommen. Und diesmal wollen wir das Ding voll machen, sprich einmal ganz rumfahren. Der Plan ist jetzt, dass wir Lieber Scholli, hier draußen muss ja wohl wohnen wollen. Doch. Ja, mit dem Uhrzeigersinn fahren. Andersrum als beim letzten Mal. Und dann zum Schluss in Tobermory Kommt wieder ein auf der Insel noch was weiter, ne? essen und dann zurückfahren zur Fähre. Das Wetter sieht entsprechend gut aus für den Tag. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir die Karten kriegen. See den See. wir hätten die Straße noch 10 Meter länger ziehen können. Solange das so weitergeht, ist doch das alles prima. Scheiße in der Mitte. aber hier sind die Schafe entspannter. Hätte Heike ein besseres Foto gekriegt. Aber nur bis du anhältst. Haben wir Guck mal, auch, da hinten ist die Sonne. haben wir auch ein bisschen Abenteuer gleich. Und ihr habt immer noch keine Kamera an, ne? Oder? Oder doch Ich nicht? habe ja, als selbstverständlich habe ich Kamera an. Selbstverständlich. Ja, Was kommt denn da jetzt? Ach, da kommt noch mal ein Gitter. Da kommt das auch. ja, genau. Ja, ist ja normal. Wenn das mal kein Gatter Ich ist. steig. In dem bisschen warten. Ich steig wieder ab. Okay. Das ist sehr, sehr. Ich hab nicht den Heckkoffer da hier. Oh, pass auf, dann halte ich mal hier an, außerhalb der ganzen Schafscheiße. Kann ich? Was denn? Ja, mach mal. Was ist schlimmer als Schafscheiße? Nasse Schafscheiße. Ich wollte bloß die Schuhe alle nicht so dreckig haben, ne? Hast du Kommt der Scheiße am Torwächter? Hacken? Hast du Scheiße am Hacken? Guten Tag. Wenn ich jetzt gleich durchfahre, dann halte ich erst oben an, wenn es wieder ein bisschen flacher wird. Ne? Ich halte hier nicht auf der... Hast du einen Schlüssel bei für das Schloss? Brauchen wir nur die Spur überwerfen. Gucke mal. Dankeschön. Bist du der Tor? Dankeschön. Bist du der Torwächter? Wie viel Der nimmst du? Torwächter. 5 Pfund. Ich kassiere nachher. Was für ein Blick, ne? Das ist Ja. schon krass. Stehst du? Und da hinten Ja. hinten steht auch noch mal ein Haus. Und da hinten sind Hochlandrinder. Ja. Klaus. Das sagst du so, das kann genauso braune Kühe sein wie da hinten. Du Das sieht man schnackst immer. Also,
Das nächste Tor. Ich brauche nur Bewegung zwischendurch. Das ist einer Selbstnutz. Ach, da ist sie ja schon wieder. Ja. Kommen Sie Ist hier, das hier eine geile Aussicht, Entschuldigung. kommen Sie hier öfter vorbei. Ah, ziehen! Danke. Also, ich möchte von niemand anders mehr das Tor geöffnet haben. Das steht mal fest. Das machst du fantastisch. Da sieht man dann gleich, der vom Dorf kommt. Ne? Hier vorne ist links auch eins. Das kannst du auch aufmachen. Der Bauer wird sich freuen. Graham, hol die Flinte raus. Die Engländer sind da. Sitzecke schon wieder? Ja. Ja, ja. Gut. Du bist immer schneller, Elke. Ja. Mit Aufsitzen. Wow, echt. Boah, ey. Und Vögel gibt's hier. Mann, ne? So, Vorsicht, hier ist ein Kuhgitter. Ein Cattle Grid. Das soll Landschaft, oder? So ist das. Na, gut, dass wir hier durchgefahren sind. Ja. Das findest du aber kein Reiseführer. Alter, guck dir das an hier. Das ist ja nicht. Ich will hier weg. Ja, dann mal los. Hör mal. Du wolltest auch, Bäume hier, die sind aber Ralf, du wolltest auch gar nicht nach Schottland. zu filmen. Sag mal, Schatz. Ja, ich filme. Mit allem, was ich habe. Wir leiden Ich will auch noch neben uns. Die Bäume, ha? Das war der Galgenbaum, war das der eine. Hochlandrinder ohne. Nee, das Aua. sind keine. Das sind Flachlandrinder. Flachlandrinder, genau. Schafe links. Mit schwarzem Kopf. Und was noch? Ein Also, da kommst du dir vor wie in so einem Jurassic Park. Da steht jemand. Fußgang, Achtung, Fußgänger. was Einheimisches. Was hat sie denn? Lässt den Drachen steigen oder was? Ach ne, die hat Ja. Hunde da. Ja, das habe ich auch gedacht. Das habe ich auch gedacht. Der Drachen geht gleich los. Cattle Grid. Das ist alles frei. Alles frei, alles frei, alles frei. Links fahren nicht vergessen. So, das war doch jetzt ein Abenteuer. Ja. Das ist das Schlachthaus von Prinz William hier. Guck mal. Ja, genau. Was für ein Gerät, ey. Von Auto. Der hält einfach so. Der will da rein. Aber wie willst du jetzt ohne den Baum jemals noch einen Robin Hood Film drehen? ja gar nicht. Das kannst du vergessen. Das ist vorbei. Daumen hoch, alle beide doch. Ja. Ja. Alter, wo die hier überall Hotels zu stehen haben. Ne? So, da käme jetzt ein Auto von vorne. Mal sehen, wer zuerst ausweicht. Ah, der Erste, der an seiner Seite einen Ausweichpunkt hat. Also. Ja. Das sind wir. Und die Netten. Oder die Netten. Alles frei. Hier steht nur ein Fußgänger. Aber der hat sich ein bisschen verdreckt. Der ist mit seinem Hund beschäftigt. Habt ihr übrigens gesehen, was die Dame mit den 2 Hunden, was das für Viecher waren?
Das war natürlich Highland Terrier, ne? Scotch Terrier natürlich. Scotch, ja. Scottish Highland Terrier. Oder so. Ja, die leben hier wild, die kannst du ja auch fangen aus dem Gebüsch. Die leben hier so unter den Bäumen. Auf den Bäumen. Fahr nach Schottland, haben sie gesagt. Das ist ganz geil, haben sie gesagt. Ja, könnte geil werden. Und recht haben sie auch noch. Unglaublich. Wo sich hier ragen Äste Ja. von links auf die Fahrbahn. Pass auf deine Waden Ja, auf. ich kenne das schon. Ja, Und auf den Kopf auch. der Brücke rechts. Also sowas liebe ich ja, ne? Solche schmalen Straßen, Ja. Seeufer. Das Einzige, was so ein bisschen stört, ist der Rollsplit in der Mitte. Das Gebüsch an der Seite. Ja, Da muss die normale Kamera muss reichen. Ja, um den sind wir eben Ich fahr jetzt hier rumgefahren, ne? den. Alter, das. Da fahre ich jetzt mal langsam hier, du. Das ist ja nicht auszuhalten. Die haben sie auch frisch geschottert hier, du. Gesplittet. So, herzlich willkommen im Jurassic Park. Echt? Wollen wir noch? Guck dir diese Dinger an hier, du. alles gut hinter der Kuppe. Die kleben sogar Randstreifen den hier. Tja. Also, mit Verlaub, aber das ist die geilste Straße, die ich in meinem Leben jemals gefahren bin. Echt? Ja, Und er hat keine krampfende Frau hinten drauf. das ist noch viel geiler. Echt, ey. Aber es ist so nur ein Waldweg. Ja, Reicht ja. Ist bescheiden manchmal. Die PE-Tour würde hier ausrasten. Die würde hier... So, das ist aber mal eine guck dir Aussicht hier. diese. Oh. Und wie sind da hinten drin? Doch bloß diese Mach Kameras. bloß die Augen zu. Also, Nee, dann komme ich auf Rollsplit und dann komme ich auf Auge. Das geht nicht. wenn jemand Das jetzt... kannst du. Hey, Wenn jemand... Darf ich kurz? Ja, ja. Wenn jemand diese Route nachfahren möchte, der das jetzt sieht in unserem Video, das 5 kostet. Euro. ihr werdet es nie erfahren. Ja. Für 5 Euro erfahrt ihr den GPX-Link. Ja.
Ich glaube, die Aussicht kommt in den Trailer, oder? Ein Fahrradfahrer. Nee, 2. 2 sogar. Den Stab Sie weg. Alter Fett. Geht das an, Auto. hallo. Das hält doch keine Sau aus hier. Den schrecklichen Blick hier nicht Ich ertragen. finde das so faszinierend. Es funktioniert so. Ne? Insgesamt Fotos machen hier. Wie sieht das Wetter vor uns aus? Regnet das da? Schießen. Auto. Das ist genug. Geht das? Ja. Ja, die letzten Kilometer bis zur Hauptstraße möchte ich dann kurz nutzen, um ein kleines Resümee zu ziehen nach einer Woche in Schottland. Es war bis hierher absolut fantastisch, hat alles super geklappt. Auch wenn wir durch den Sturm so ein bisschen ausgebremst wurden, der hat uns dann 2 Tage doch an unserer Burg gehalten, war es insgesamt eine ganz klasse Geschichte. Auch diese Strecke hier war absolut fantastisch. Ja, wie gesehen ist das Linksfahren überhaupt kein Problem. An der einen oder anderen normalen Kreuzung muss man dann mal das Gehirn einschalten, aber das ist überhaupt kein Problem, da zu fahren. Unsere Unterkunft hatten wir im Übrigen ganz normal über Booking gebucht. Das ging alles reibungslos, das hatte Fritz in die Hand genommen, hat ein paar Vorschläge gemacht und dann haben wir uns das in Tainui dann rausgesucht. War absolut fantastisch. Es gibt unzählige Möglichkeiten, in Schottland unterzukommen, ob das jetzt auf einer Rundtour Bed and Breakfast ist, gewisse Hotels, man kann sogar in Schlössern übernachten, das ist nur eine Frage des Geldbeutels. Wer von euch noch ein paar Tipps braucht, schaut gern auf meine Homepage. Ich glaube, die ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Schaut da unter den Schottlandreisen von 2016 und 2020 und letztlich sind auch alle unsere Touren von 2025 da schon enthalten. Ja, ganz obligatorisch an der Stelle ein bisschen Werbung für den Kanal. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, mehr noch über ein Abo. Gern auch über einen Kommentar, also wenn ihr da reinschaut in die entsprechenden Kommentarspalten, seht ihr, dass ich jeden einzelnen Kommentar beantworte und ich freue mich über ganz, ganz viele Rückmeldungen von euch. Wir sind dann noch bis oben durchgefahren und haben uns dann schon die Tickets für die Isle of Mull geholt, die braucht man in dem Moment für die Fähre. Es war überraschenderweise eine kleinere Fähre, wir sind 2020 sind wir in der größeren gefahren. Und Mull war wieder mega spannend. Wir hatten super tolles Wetter. Das hat uns mega gefallen. Wir haben tolle Aufnahmen gemacht. Das wird dann aber in einem der nächsten Videos erst kommen. Abends haben wir noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Und mit den Impressionen aus der Umgebung lasse ich euch jetzt allein. Und möchte mich dafür bedanken, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, tschüss.